Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich diesmal alleine und das liegt nicht daran, dass Steffen keine Lust hatte, sondern einfach daran, dass ich diesmal beruflich weggereist bin. Und zwar bin ich jetzt für eine Woche in Dublin. Wie ihr gerade seht, sieht es nicht so aus wie Dublin, wo ich gerade bin, weil morgen beginnt der Workshop. Dementsprechend habe ich mich heute rausbegeben aus der Innenstadt und bin nach Howth gefahren. Das liegt 30 Minuten östlich mit der Bahn von der Dubliner Innenstadt. Und dies ist ein Küstenort, ähnlich fast wie Warnemünde. Also wir haben Fischrestaurants, einen kleinen Markt mit Süßigkeiten und kleinen handgemachten Sachen, die man hier kaufen kann. Und ich werde mich heute da hinten einmal lang begeben, einmal um die komplette Langzunge rum. Ich gehe jetzt hier am Pier lang, beziehungsweise an der Küste, hier das Cliff lang runter zu dem Lighthouse. Von da aus folge ich der Küste weiter und gehe dann durch die Mitte wieder zurück. Sollen 13 Kilometer sein. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Und da nehme ich euch jetzt mit. Das Wetter ist, ja, wie wir es aus Schottland kennen, sehr wechselhaft. Mal scheint die Sonne. Schauen wir mal. Das Wetter sieht gerade ganz schön aus. Sonne ist rausgekommen. Sehr wechselhaft. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal gucken, wie viel ich heute alles abkriege. Da will man gerade loswandern. On this winding path, I take my time. The echoes of the past, they softly chime. In the dawn, I find my mood, searching for peace in the mornings. Also das Wetter hat in den letzten 15 Minuten dreimal umgeschlagen. Von Regen auf Sonne, von Sonne auf Regen. Jetzt scheint wieder die Sonne. Mal gucken, wie lang noch. Und jetzt verlasse ich auch den Ort endlich. Das wahre Highlight von Howth ist der Cliff Walk. Es gibt mehrere Routen, aber alle bieten spektakuläre Ausblicke. Der Pfad schlängelt sich direkt an der Steilküste entlang mit den tosenden irischen Wellen auf der einen und der blühenden Heidelandschaft auf der anderen Seite. Jeder Schritt ist ein Postkartenmotiv. On this winding path where the sun breaks through, the secrets in the breeze I walk with you. In the shimmering light we find our way, searching for solace in the break of day. Aber es ist auch gut voll der Weg. Und bis auf diese kleinen Flächen, wo man sich kurz hinsetzen kann, ist auch nichts zum Ausruhen. Aber bei dem Ausblick ist das auch egal. Ich habe leider gerade keinen Empfang, deswegen weiß ich nicht, wie weit wir auf diesem Weg jetzt gerade schon sind. Aber ich glaube, die Hälfte müssten wir jetzt schon weg haben, beziehungsweise auf jeden Fall über ein Drittel. Also farblich scheint das hier ganz ähnlich zu sein wie in Schottland. Der Ginster ist hier schon verblüht. Und ganz vorne, beziehungsweise überall hier an der Seite, sieht man Heide, die natürlich noch nicht blüht, die dann aber natürlich blühen wird. Und dementsprechend würde es hier im Spätsommer alles lila sein.
So, die Hälfte des Weges habe ich rum. Und ich bin jetzt auf dem Teil gelandet, weil das auch die längste Tour ist, den wohl die wenigsten machen. Denn zum einen laufen hier wenig Leute über den Weg, also bloß nur vereinzelt. Und zum zweiten ist es hier ganz schön zugewuchert. Ein paar Infos, falls ihr auch nach Howth wollt. Der Howth Market, den ihr am Anfang gesehen habt, ist nur am Wochenende offen. Also kommt am Wochenende, wenn ihr diesen sehen wollt. Hier bieten lokale Händler alles an, von handgemachten Schmuck über Bioprodukte bis zu internationalem Streetfood. So, letzter Abschnitt entlang der Küste, bevor es dann auf dem Rückweg übers Inland geht. Eine Highland-Kuh. Ich bin wieder zurück, habe die Tour jetzt beendet, war gerade mal was essen, weil die Füße echt wehgetan haben und ich auch nichts zu essen und noch nie, viel zu wenig zu trinken dabei hatte. Aber es war wirklich eine geile Tour, also kann ich nur empfehlen. Die 3,5 Stunden hat man auch wirklich gut gebraucht. Ich habe echt durchgezogen, habe keine Pausen gemacht und war nach 3 Stunden und 40 Minuten wieder hier vor Ort. Das heißt, solltet ihr nicht die ganze Zeit durchziehen wollen, plant auf jeden Fall mehr Zeit ein. Solltet ihr nach der Tour hier im Ort was essen wollen, die ganze Reihe hier sind alles Restaurants. Ich hatte gerade echt Schwierigkeiten, Platz zu kriegen und ich war alleine. Dementsprechend, wenn ihr mit mehreren Leuten da seid, könnte es problematisch werden. Der nächste Ausflugstag ist erst in einer Woche. Das ist nämlich dann der Ausflugstag vom Workshop aus. Ich weiß noch nicht, wo es da hingeht. Ich weiß bloß, dass es raus aus der Stadt geht. Und ihr werdet es ja jetzt gleich sehen. 1 week later. Und damit sind wir beim nächsten Stopp oder beim nächsten Tagesausflug angelangt. Wir sind jetzt gerade hier in Glendalough. Glen heißt Tal, Da heißt 2 und Loch heißt See. Also sind wir hier im Tal der 2 Seen. Und wir haben hier eine kleine Führung direkt von dem Workshop aus. Da mein Workshop ein KI-Workshop war, kann es sein, dass 2 KI-Clips sich in dieses Video verirrt haben. Willkommen in Glendalough, dem Tal der 2 Seen. Tief in den Wicklow Mountains verborgen liegt diese mystische Klosteranlage aus dem 6. Jahrhundert. Hier verschmelzen atemberaubende Natur und über 1000 Jahre alte Geschichte zu einer einzigartigen, friedvollen Atmosphäre, die sofort in ihren Bann zieht. Das markanteste Wahrzeichen von Glendalough ist der 30 Meter hohe Rundturm. Er diente den Mönchen als Glockenturm, als weithin sichtbares Wahrzeichen und vor allem als Zufluchtsort bei den Überfällen der Wikinger. Scheiß Bitches. Das heißt, wenn man dieses Kreuz umarmt und seine beiden Hände sich berühren, dann bringt das Glück. Jetzt probieren wir es mal. Oh, wow. So really close. Aber es geht. Gut. Der erste See und das ist der untere von den beiden.
richtig urig hier. Also wirklich richtig ursprünglicher Wald. Die Midges gehen mir tierisch auf die Nerven. Aber sie sind alle hier. Alle Leute sind nur am Rumfuchteln. Und sobald man stehen bleibt, ist es besonders schlimm. Aber es ist richtig hübsch. Und das hier ist der obere See. Leider regnet es gerade, aber ansonsten echt richtig schön. Der Upper Lake ist der größere und wildere der beiden. Umgeben von steilen, bewaldeten Hängen strahlt sein dunkles Wasser eine unglaubliche Ruhe und Erhabenheit aus. Willkommen in Rossborough House, das oft als das schönste georgianische Herrenhaus Irlands bezeichnet wird. Well, you're all very welcome to Rossborough. As you know, my name is Judy and I'm going to take you around today. So Rossborough was built in 1741 and it was built for a man called Joseph Leeson. It's a Palladian mansion, which means it's a central house. It has an east wing and a west wing joined by colonnades. Tell you about this room, I'll just explain one thing, that the paintings in this room were not included in Lady Geraldine's bequest because the paintings were originally made especially for this room. Einst beherbergte es die weltberühmte Beit-Kunstsammlung mit Werken von Vermeer, Goya und Rubens. Diese unbezahlbaren Schätze machten es zum Ziel von 4 berüchtigten Kunstrauben, was dem Haus den zweifelhaften Ruf einbrachte, das meistgeraubte Herrenhaus Europas zu sein. We start with the ceiling. This is the first of the ceilings by the famous Lafrancini brothers. These were master stucadores. They came to Ireland in the 1740s and they did many great houses. Aufwendige Stuckarbeiten der berühmten Lafrancini-Brüder schmücken die Decken. Jeder Raum ist eine Zeitkapsel gefüllt mit antiken Möbeln und Kunst, die einen Einblick in das opulente Leben vergangener Jahrhunderte gibt. Ab ins Labyrinth. Oh, seems to work. Okay. Well. Can we shoot? So which way? Left or right? I watch Harry Potter and I'm reading that nearby there is a girl. Left. No? Oh, so close yet so far. It's closed. Oh no! Well, anyway, we found it, we made it. Now we need to find the way back. Ich muss raus! The next day.
Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Tag. Heute habe ich mich in einen Bus gequetscht, weil ich heute auf die ganz andere Seite von Irland fahre. Erster Stopp ist allerdings Barack Obama Plaza. Barack Obamas Vorfahren sind nämlich aus Irland und er war hier zu Besuch, hat den Ort besucht, Donegal, wo sein Großvater oder Urgroßvater her ist. Und sie haben daraufhin dann einfach hier einen ganzen Plaza nach ihm benannt, beziehungsweise eine Raststätte. Hier gibt es sogar ein Museum. Ich finde, ein bisschen übertrieben haben sie es ja schon, ne? So yeah, it tells the story of how Ireland was formed. That means we have just traversed an entire nation. Und jetzt sind wir beim Highlight dieser Reise angekommen, den Cliffs of Moher. Ich habe mir ehrlich gesagt nichts angeguckt im Internet. Ich weiß bloß, dass es eine große Sehenswürdigkeit ist. Und wir sind jetzt 3 Stunden lang von Dublin einmal komplett durchs ganze Land gefahren, auf die komplett andere Seite. Bin jetzt also auf der Westküste und ich kann sie schon sehen, zumindest erahnen. Und es soll hier sogar eventuell Puffins geben. Mal gucken, ob ich welche finde. Ich glaube fast nicht, weil man kommt nicht so gut ran an das Cliff. Und es ist ziemlich weit weg und die Vögel sind natürlich am Cliff an sich. So Leute, dann haut mal den digitalen Zoom rein. Könnt ihr irgendwo Puffins sehen? Ich habe jetzt nicht ganz 2 Stunden Zeit und werde mal schauen, was ich alles noch so entdecken kann. Die Cliffs of Moher. Über 14 Kilometer erstrecken sie sich entlang der rauen Atlantikküste und ragen an ihrer höchsten Stelle über 200 Meter senkrecht aus dem Meer. Hier spürt man die pure, ungezähmte Kraft der Natur, während die Wellen des Atlantiks unaufhörlich gegen das uralte Gestein schlagen. Und das hier ist der Ort, der beste Surfspot Irlands, Eileen's Wave, hat uns unser Guide gesagt. Aber heute ist sie nicht da. Man kann sie nicht sehen. Aber ich kann Puffins sehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich kann sie euch nicht zeigen. Sie fliegen da überall rum. Kommt euch diese dramatische Kulisse bekannt vor? Kein Wunder. Die Cliffs of Moher dienten als Drehort für verschiedene Filme, unter anderem in Die Braut des Prinzen oder auch eine der wichtigsten Szenen aus Harry Potter und der Halbblutprinz. Auch wenn der Wanderweg gesperrt ist, den ich jetzt eigentlich noch eine ganze Weile weitergehen wollte, drehe ich jetzt einfach um. Aber es ist schon echt bombastisch. Moher bedeutet so viel wie Ruine einer Festung, die genau hier am südlichen Ende der Klippe stand, allerdings jetzt nicht mehr zu sehen ist. Willkommen im Burren.
Eine Landschaft, die wie von einem anderen Planeten scheint. Der Name bedeutet so viel wie steiniger Ort, eine passende Beschreibung für diese riesige Karstlandschaft aus Kalkstein. Ein General unter Oliver Cromwell soll den Burren einst als ein Land beschrieben haben, in dem es nicht genug Wasser gibt, um einen Mann zu ertränken, nicht genug Holz, um ihn zu erhängen und nicht genug Erde, um ihn zu begraben. Auf geht es zum letzten Stopp nach Galway. Met her on a side street down in Galway. Fiddle in her hands began to sway. She played a reel that felt brand new underneath the sky of hazy blue. With the tap of her foot and the flash of her bow, I knew right then I couldn't let her go. The sound of that rebel violin. Galway ist mehr als nur ein Ort. Es ist ein Gefühl. Eine Stadt, die es schafft, gleichzeitig historisch und jugendlich zu sein. Entspannt und voller Energie. Der perfekte Ort, um die Reise durch den Westen Irlands ausklingen zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. Galway lebt auf der Straße. An jeder Ecke spielen Musiker, treten Künstler auf und teilen ihre Leidenschaft. Die Stadt ist eine einzig große Bühne und der Soundtrack dazu ist eine Mischung aus traditionellen irischen Melodien und modernen Klängen. Ich muss sagen, Galway gefällt mir fast ein bisschen besser als Dublin. Das liegt aber einzig und allein daran, dass Dublin sehr europäisch ist und Galway doch mehr irisch, wenn man sich das einfach mal anguckt hier. Ja, und Galway ist mit 300.000 Einwohnern auch ein bisschen kleiner, auch angenehmer. So, ich versuche jetzt noch ganz schnell zur Kathedrale zu kommen. Es dauert ungefähr 11-12 Minuten. Ich habe noch 30, um hin und zurück zu laufen. Also sollte ich das eigentlich schaffen. Das ist aber ganz schön groß für so einen kleinen Ort. Wow. We were dancing like the world wasn't there. With the music. Sie wirkt, als stünde sie schon seit dem Mittelalter hier. Doch die Kathedrale von Galway ist eine der jüngsten großen Steinkathedralen Europas. Ihr Bau begann erst 1958 und sie wurde 1965 geweiht. Ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts im Gewand der alten Welt. Let the wild night begin. So ihr Lieben, das war es mit Galway und damit auch mit dem letzten Stopp meiner Reise. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, liked das Video, empfehlt uns auch gerne weiter, schickt uns an Freunde und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns dann im Sommer wieder. Die nächste Reise steht ja schon, das hatten wir ja schon nach der letzten Reise gesagt. Und bis dahin, keep puffing around.